Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2024 mit dabei. Bei mir zu Gast heute Stefanie Leitner. Sie arbeitet bei einem Automobilzulieferer und muss dabei ganz spannende Themen testen wie Spurhalteassistenten oder ein Notbremsassistent. Da wird natürlich viel Augenmerk auf den Test gelegt. Wir haben uns über ihr Testorakel unterhalten, denn sie nutzen als Testorakel eine Referenzimplementierung durch die Tester. Wie das genau funktioniert, welche Vorteile das hat, das hört ihr in der heutigen Folge. Und jetzt viel Spaß dabei. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Hallo Richie, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Wir sind ja hier am QS-Tag 2024 in Frankfurt. Der erste Tag läuft gerade auf Hochtouren und parallel dazu gibt es immer die Podcast-Aufnahmen hier. Und du hast morgen deinen Vortrag, hast du gesagt? Genau. Da kannst du dich jetzt schon ein bisschen aufs Thema eingrooven, das finde ich ist natürlich gut. Und ich habe den Abstract gelesen, den du auch eingereicht hast für deinen Vortrag. Und das fand ich sehr spannend, weil zum einen Automobilindustrie, hohe Komplexität und wie geht man damit um in Richtung Testdesign. Und ich glaube, das betrifft nicht nur Automotive, sondern ganz viele Bereiche und das ist ein spannendes Thema, über das wir uns jetzt mal unterhalten können. Und ja, da will ich einfach reinschauen. Vielleicht magst du kurz sagen, was ist dein Arbeitsumfeld so? Oder wo ist das, wie kommst du dahin, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast? Also ich arbeite bei der Weva, das ist eine 100% Tochter im Volkswagen-Konzern und wir entwickeln da Embedded Software eben für den kompletten Volkswagen-Konzern, wo es um Themen wie autonomes Fahren, Fahrzeugsicherheit geht und sind da eben in sehr normlastigen Umgebungen unterwegs, also Automotive Spice und funktionale Sicherheit, die ganz wichtige Themen sind, die wir auf der einen Seite berücksichtigen müssen und auf der anderen Seite werden diese ganzen Funktionen immer komplexer, mehr Zusammenhänge und diese zwei Welten übereinander zu bringen, ist bei uns so das große Thema. Wie handeln wir das und vor allem, wie kriegen wir es dann auch gut abgetestet? Ja, ich glaube, das ist ja also in ganz vielen Bereichen und gerade natürlich, wenn es jetzt in so immer komplexere Systeme geht, auch echt schwierig zu handeln, gerade wenn man in Richtung Testing schaut. Und wie hast du dich dem dann genähert oder was habt ihr da für Lösungen gefunden oder für Ansätze? Also bei uns war so die große Herausforderung, mal so dieses, was ist denn Komplexität greifbar zu machen? Das auf der einen Seite sind so Themen wie, wir haben sehr viele Signale. Also wenn man jetzt bei uns so die ersten Komponenten am Anfang der Software denkt, die dafür zuständig sind, einfach mal die ganzen Bussignale zu verifizieren. Heißt, bekommen wir die Daten im richtigen Format? Sind die gültig? Sind die im gültigen Wertebereich? Da reden wir jetzt halt nicht von 10, 20 Signalen, die wir da verifizieren müssen, sondern 2500, 3000 Signale. Ja. Und wir haben festgestellt, Mensch, wenn du für diese ganzen Werte, die Sollwerte manuell berechnen musst, hast du keine Chance, das schaffst du nicht. Und sobald sich eine Kleinigkeit ändert, hängst du immer hinterher und kannst einfach nicht frühzeitig Feedback geben. Das war die eine Situation. Und die zweite Sache sind, die Algorithmen werden natürlich immer umfänglicher. Gerade im autonomen Fahren, wenn man jetzt diese ganzen Trajektorien berechnen muss, ist meine Spur frei, kann ich entsprechend ausweichen. Das sind sehr viele aufeinanderfolgende Berechnungsschritte, die man einfach durchführen muss. Und auch dafür muss der Tester ja immer die Sollwerte berechnen, für jeden Testschritt und so weiter. Und auch da haben wir gesagt, Mensch, da muss irgendwie ein vernünftiges Software-Testorakel her, das uns da unterstützt mit einer guten Automatisierung. Schauen wir mal auf den ersten Fall mit dem Bus. Das ist ja auch, also mit den Bussysteme gibt es ja schon sehr lange. Was habt ihr denn da gefunden, dass ihr da eine Möglichkeit findet, das eben nicht immer nur manuell nachzuhalten? Also wir haben tatsächlich für beides am Ende dieselbe Lösung gefunden. Es ist so, dass wir uns überlegt haben, Mensch, was gibt es denn für Software-Testorakel? Es gibt ja eben verschiedene Kategorien, wie, klar, der Tester ist das Orakel und macht es manuell, wie wir es bisher gemacht haben, aber es gibt eben auch noch andere Formen, wie ein spezifiziertes, ein implizites oder ein abgeleitetes Testorakel. Und wir haben mal geguckt, okay, was können die denn und was sind unsere Anforderungen? Auf der einen Seite haben wir wirklich gute Softwareanforderungen, aus denen dann die Architektur und das Detailed Design abgeleitet wird. Wir gesagt, wir haben eine gute Basis, um ein Testorakel zu erstellen, aber wichtig war uns eben, dass es automatisiert gemacht wird und sind dann auf eine Mischung gekommen und haben gesagt, Mensch, so ein Pseudo-Testorakel, wo man eine Referenzimplementierung macht, wäre vielleicht für uns die Lösung. Das heißt, der Software-Tester implementiert basierend auf den Anforderungen und den Architekturdesign im Prinzip dasselbe nochmal wie der Softwareentwickler. Das heißt, der Entwickler implementiert seine Software, die später ausgeliefert wird.
Und der Tester implementiert das entsprechend nochmal in einer einfachen Version nach. Aber wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also baut er dann wirklich auch ein Stück Software? Oder ist Ja, genau, es ist ein Stück Software. Also bei uns in der Embedded-Entwicklung ist normalerweise C, C++ so das Übliche. Für den Tester nehmen wir eine einfache High-Level-Programmiersprache, also MATLAB Script oder Python. Er muss auch nicht den kompletten Prozess einhalten. Das heißt, so Themen wie Codierrichtlinien spielen da keine Rolle oder auch Codeoptimierung für Ressourcen und so weiter. Das muss er ja alles nicht berücksichtigen, soll einfach nur die Funktion nachbilden. Und meistens bringt ja auch Python zum Beispiel eine gute Library mit vielen vorgefertigten Funktionen, die er dann entsprechend ja nutzen kann. Von daher geht es schneller. Wichtig ist natürlich aber trotzdem, dass er sagt, okay, ein paar Regeln müssen sie einhalten. Ne? Also Themen wie natürlich kann der Entwickler nicht sein Modell machen und dann nochmal die Referenzimplementierung. Also das müssen 2 unabhängige Personen sein. Das ist ganz wichtig. Und bei uns haben die Tester dann auch zu dem Zeitpunkt keinen Zugriff auf den Original-Quellcode. Nicht, dass der sich da die Lösungsabsätze anschaut oder ja, zum Schluss denselben Codierfehler macht wie der Entwickler, weil er es abgeschrieben hat. Also das sind so ein paar Regeln, die wir da aufgesetzt haben. Was wir aber auch gesagt haben, ist es wichtig, zum Beispiel eine Traceability zu haben. Das heißt, wir verlinken ja die Anforderungen in den Originalcode und der Tester macht das genauso mit seiner Referenzimplementierung. Es hilft uns einfach zu gucken, haben wir denn alles vollständig implementiert und hilft uns dann auch die Konsistenz zu prüfen. Und macht ihr da, also wie tief geht denn da die Logik rein? Ne? Also ist das jetzt eher so ein Dummy-Mocking-Teil oder muss da auch eine gewisse Logik mit implementiert Also im Prinzip macht er komplett dasselbe Ja. wie der Entwickler, also Ja. ist die komplette Logik enthalten. Ja. Und am Ende machen wir einen Back-to-Back-Test und vergleichen die Originalsoftware gegen die Referenzimplementierung Ja. und wissen dann, okay, unsere Originalsoftware, die später ausgeliefert wird, verhält sich wie spezifiziert. Jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt so eine Referenzimplementierung mache, ja das auch fehleranfällig, oder? Wie geht ihr denn damit um, dass das ein gutes Referenzsystem ist? Ja, das ist eben so ein Ding. Also es muss vertrauenswürdig sein. Am Ende muss ich sagen, ja, das funktioniert. Jetzt kommen wir ja wieder mit der ISO 26622 zu. Bei uns ist es nötig, dass wir unsere Testfälle alle reviewen. Also ab einem ASIL B ist eine Inspection da verpflichtend notwendig. Das war bisher super aufwendig, weil man natürlich alles, was der Tester vorher manuell ausgerechnet hat, musste der es reviewt, ja auch nochmal nachrechnen. Ja. Mit dem neuen Vorgehen ist es jetzt ein Code-Review. Ich habe eine Checkliste, ich mache im Prinzip review ich meine Referenzimplementierung. Ich habe, wie gesagt, vorher ja schon die Anforderungen verlinkt. Das heißt, man kann auch mal gucken, okay, hat der Tester das entsprechend richtig interpretiert und auch entsprechend richtig im Referenzmodell implementiert. Also es wird sozusagen dann ein komplettes Review drüber durchgeführt, um sicherzustellen, ist es vollständig implementiert und auch konsistent zu den Anforderungen. Verstehe. Und dieses Referenzsystem wird dann als Testorakel genutzt für Testfälle, die dann noch entstehen? Genau, also die Stimuli und Testfälle drumherum muss man natürlich nochmal on top spezifizieren. Das ist sozusagen eigentlich der erste Schritt. Also man guckt, welche Testdaten kann ich nutzen als Eingangsstimuli oder ich muss sie mir entsprechend nochmal erstellen. Und dann lasse ich die tatsächlich erst über meine Originalsoftware laufen, dann über meine Referenzimplementierung und wenn die Ausgaben identisch sind, geht man davon eben aus, dass es richtig ist. Wenn natürlich ein Fehler auftaucht, stellt sich immer die Frage, wo ist jetzt der Fehler Wo ist er drinnen? Ja, genau. Aber bei uns ist halt die Vorgabe, der Tester prüft dann wirklich nochmal seine Referenzimplementierung, ob er sich sicher ist. Und wenn er sagt, ja, verhält sich wie spezifiziert, dann wird bei uns eben das Fehlerticket eingestellt. Das geht an den Entwickler und der debuggt dann die Software. Wie ist denn das zeitlich gelagert? Also wann die Spezifikation, ich nehme an, bei euch gibt es da eine Deadline, irgendwann ist die stabil und dann geht's los. Ist wahrscheinlich nicht so fluffy alles, sondern ihr müsst da ja wahrscheinlich auch gewisse Quality Gates einhalten. Genau. Beginnt das dann parallel, dass der Testentwickler, wie habt ihr das Im Idealfall ist es wirklich so, wir bekommen die Anforderungen werden geschrieben, die werden auf der einen Seite vom Entwickler gereviewt, auf der anderen Seite vom Tester und sobald die freigegeben sind, können beide parallel starten. Das heißt, der Entwickler startet mit seinen Aktivitäten, Implementierung, seinen Entwicklertests, also all das, was er machen muss. Und der Tester kann eben parallel starten mit der Referenzimplementierung und der Testfallspezifikation. Wenn es gut sich ausgeht, werden sie relativ zeitgleich fertig und dann kann man direkt in die Testdurchführung starten. Ah, okay. Das ist ein total spannender Ansatz, finde ich. Jetzt ist es ja so, also wenn ich in Projekten komme, häufig ist es so, wenn man dann was umsetzt, dann kommt dann doch nochmal vielleicht eine Ungenauigkeit in der Spezifikation zutage und in der Anforderung. Habt ihr diese Fälle auch? Und wenn ja, wie geht ihr damit um, damit die Kommunikation auch läuft zwischen den
Also es ist wirklich so, also viel wird ja eben durch das Review vorher abgefangen, aber oft merkt man halt während dem Testfall erstellen, Mensch, das ist vielleicht doch nicht so genau und präzise spezifiziert oder teilweise haben die Entwickler und Tester merken dann beide, unser Requirements Engineer hat da glaube ich irgendwas nicht richtig. Ja. Aber da sind wir ja einfach ein Team und es wird offen kommuniziert und dann nochmal geguckt, okay, hat es nur einer falsch verstanden oder ist es generell ein Thema? Und wenn es wirklich ein Fehler ist, wird eben nochmal ein Fehlerticket eingestellt und nachgebessert. Ja. Wie sehen denn die Entwickler das? Also wenn die merken, der Tester baut das Gleiche auch nochmal hier, gibt es da so ein bisschen Ressentiments oder wie habt ihr das quasi da auch verkauft? Sagen wir so, das Einzige, was wir da wirklich gemerkt haben, ist immer so, diese Skepsis, naja, ist das jetzt wirklich ein Fehler bei mir oder ist es nicht eher das Referenzmodell, das da einen Fehler hat? Das war am Anfang natürlich schon so eine Hürde, die man mal nehmen musste, wo wir gesagt haben, passt mal auf, ja, es kann am Ende tatsächlich nochmal sein, nach bestem Wissen und Gewissen, jeder macht Fehler, dass was durchgerutscht ist. Aber mit all den Mechanismen, die wir vorher hatten, sind wir uns halt sicher, dass es läuft und meistens geht es dann eigentlich ganz gut und dann guckt man auch nochmal, na, wie hast du das denn jetzt in Referenzimplementierung gemacht? Ah, okay, ja, das habe ich vielleicht wirklich anders verstanden oder ich habe da tatsächlich was im Code vergessen. Jetzt ist es ja so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich kenne eure Systeme nicht so genau, aber wenn du sagst Algorithmus, der dann auch läuft und schaut, ständig irgendwas berechnet, auch wie sind Abstände und sowas, sind ja auch sehr komplexe Szenarien, die damit dann geprüft werden müssen, ne, ob die funktionieren. Wie könnt ihr das in diesem Referenzmodell abbilden? Naja, also wir nutzen es hauptsächlich wirklich auf Unit- und Integrationstestebene, auf den unteren, um da einfach eine gute Testtiefe hinzubekommen. Weil wir sagen, okay, da haben wir dann wirklich die Möglichkeit, zu jedem Testschritt, für jedes Signal, zu jeder Zeit die Ausgaben zu vergleichen. Das heißt, ich habe eine unbändige Testtiefe. Das heißt, ich habe nicht nur die 10 Anforderungen, die vielleicht gerade im Scope von meiner Anforderung sind, die ich mir anschaue als Ausgangssignale, sondern ich habe halt zu jedem Zeitpunkt für jedes Signal immer alle Werte berechnet. Und da findet man halt auch ganz spannend mal so Randeffekte und Seiteneffekte, die man vorher übersehen hätte. Ja, verstehe, ja, okay. Ich finde, es ist eine ganz andere Art, mal an so ein Testorakel aufzubauen. Wie lange macht ihr dann das jetzt schon? Wie lange habt ihr das? Tatsächlich jetzt schon über 10 Jahre. Okay. Ja. Also wir hatten ich dachte, das ist so ganz neu. Tatsächlich gar nichts. Aber wir hatten letztens noch mal ein Projekt, der Projektleiter gemeint, Mensch, nee, das ist ihm zu aufwendig. Ja, dann machen wir es halt auf die klassische Art und Weise. So ein bisschen mit Skripten und so weiter. Und dann ging es eben zum Schluss ums Review. Und dann haben alle gejammert. Und dann im Nachgang so, das wäre mit dem anderen Vorgehen leichter gewesen. Dann wäre es ein Code-Review gewesen. So, okay, machen wir nie wieder so, habe ich verstanden. Thema erledigt. Ja. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, so was also wirklich die großen Benefits für euch sind im täglichen. Ne? Also sagst du, das Review ist, gibt es noch andere Vorteile, die ihr so... Ja, jetzt natürlich, wenn du jetzt überlegst, du hast irgendwie eine Anforderung, die sich ändert. Ich muss nur eine Zeile Code Best Case ändern. Das heißt, ich habe eine Verlinkung, ich finde die Stelle in meiner Referenzimplementierung, keine Ahnung, wenn dann größer ist, wo ein größer gleich hingehört hätte, ist das eine kleine Änderung. Ich mache danach den Back-to-Back-Test. Ich brauche nicht zig Sollwerte in mein Testfeld manuell anpassen. Also das geht wirklich schnell. Und wo es uns auch hilft, ist gerade Richtung Automatisierung. Das hatten wir anfangs gar nicht so auf dem Schirm, aber wir müssen ja zum Beispiel strukturbasierter Testcode-Coverage, also ASL B in Decision ab ASL C MCDC. Und damit diese letzten 5% bis zu den 100% sind wirklich tricky für den Tester. Und mit dem Tool, das wir haben, können wir die Stimuli generieren lassen, basierend auf dem Code. Aber natürlich ja nur die Stimuli, weil wenn du die Sollwerte generierst, selbsterfüllende Prophezeiung. Aber da haben wir jetzt ja unsere Referenzimplementierung. Das heißt, wir nehmen die Stimuli, lassen die über unsere Referenzimplementierung laufen und bekommen so halt auch für die letzten 5%, ob die Software sich verhält, wie es verhalten soll. Ja. Also auch da hat es uns wirklich nochmal... Okay, da könnt ihr richtig einen Mehrwert rausziehen. Ne? Nochmal zu den Tests, die ihr dann daraus macht. Sind das dann mehr Vergleiche, also ist quasi jeder Testfall dann so Vergleiche, das was der Entwickler gemacht hat, gegen das Referenzmodell? Das ist quasi einfach so ein 1:1 Vergleich? Also es ist wirklich, es wird jedes Ausgangssignal angeguckt und komplett verglichen. Okay, das heißt, ich verlagere die Komplexität dieser Testfälle dann in diese Referenzimplementierung hinein. Ne? Und habe es dann dort quasi überschaubarer über den Code, ne? Und muss nicht manuelle Testfälle in allen Varianten immer ständig überarbeiten. Ja, es hat halt auch den Charme, wenn man wirklich jetzt, wie du sagst, Varianten
kann man ja mit reinprogrammieren. Ne? Ja. Wenn die Variante, dann das, wenn diese Variante, dann das Verhalten. Das macht es halt wirklich leichter. Und auch so Themen wie Codierung und Kalibrierdaten, Ja. das ist halt einfach mit dabei und man ändert einfach den Datensatz und das Modell verhält sich wie spezifiziert auch für diese Fälle. Jetzt hast du gesagt, bei dem Referenzmodell arbeitet ihr nicht so von den Standards her nicht so intensiv wie in der Entwicklungsseite. Was sind denn eure Mindeststandards, die ihr in diesem Referenzmodell aber schon haben müsst, um es auch als gutes Referenzmodell zu haben? Also wir haben tatsächlich ein Template, wo wir sagen, okay, so musst du es aufbauen. Traceability ist uns wirklich sehr wichtig, weil wir gesagt haben, diese Verlinkung muss da sein. Und das sind halt so ein paar Guidelines, die wir drumherum gemacht haben. Einfach damit, wenn Tester A mal ausfällt, Tester B einfach reinkommen, dasselbe Look und Feel hat und man sich da leichter tut. Aber wir müssen halt nicht so, Miesra ist für uns so ein typischer Codierstandard, den wir einhalten müssen. Das brauchen die Tester halt einfach nicht machen, weil es geht ja nicht ins Fahrzeug. Ja. Das heißt aber schon, ihr habt auch von den Testern her durchaus, die brauchen schon gute technische Skills auch, um entwickeln zu können. Ne? Das ist ja quasi, sagen wir mal, nicht bei jedem Tester oder bei jeder Testerin so gegeben. Ne? Also ihr habt da schon so ein gutes Skillset auch dann dahinter, was ihr braucht. Ja, es ist Grundlagenentwicklung ist natürlich nötig, also Python und so weiter sollte man dann halt können. Aber es ist tatsächlich so, dass viele das auch easy lernen können. Es ist jetzt nichts Schwerwiegendes. Viele, die bei uns im Test sind, gerade in der Embedded-Entwicklung, kommen aus dem Informatikbereich. Das heißt, die Grundlagen sind da und gerade Python und MATLAB-Scripting hatten wir bisher keine Probleme. Das konnten wir recht gut lernen und mit unseren internen Trainings dann auch kein Thema. Verstehe. Was mir jetzt so gerade noch einfällt, wie groß ist denn das Referenzmodell? Hast du da für uns mal so ein Lines of Code oder irgendwie so eine... Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, weil es kommt halt auf die entsprechende Unit auch an. Also wenn die klein ist, ist meine Referenzimplementierung halt auch ähnlich gestrickt. Aber es fängt an, würde ich sagen, so von 100 bis 1000 irgendwo so in dem Rahmen. Also auf Unit-Ebene versuchen wir es halt klein zu halten. Aber es hängt halt immer darauf an, wie groß die Unit geschnitten ist. Das heißt, wie hat der Entwickler die Unit entsprechend im Detailed Design beschrieben und genauso wird es die Referenzimplementierung halt auch. Ja. Verstehe. Gucken denn die Entwickler da manchmal rein? Also schauen die sich dann, also ich möchte jetzt wissen, wie die Tester das gemacht haben. Ja, doch, tatsächlich. Gerade auch, sie sagen, es hilft ab und zu auch fürs Debuggen, wenn dann wirklich ein Fehler da ist, mal zu gucken, wie hat er es gelöst? So hat das verstanden, weil sie dann auch nochmal die Verknüpfung kriegen, wo habe ich vielleicht die Anforderungen nicht so interpretiert, wie es der Tester vielleicht interpretiert hat. Um dann auch zu gucken, okay, ist es jetzt wirklich ein Fehler oder wer von uns hat denn die Anforderungen jetzt nicht richtig umgesetzt? Ja, verstehe. Jetzt hast du gesagt, ihr habt das schon relativ lange, also 10 Jahre dieses Mal. Gibt es denn irgendwelche Ausbaustufen, wo ihr sagt, da wollen wir noch hin, das wollen wir noch erweitern, weil das werden wir für die Zukunft brauchen? Oder? Also es ist immer noch so eine Überlegung, mal zu gucken, wann macht es Sinn und wann macht es nicht Sinn. Also wir haben so ein paar Kriterien, wo wir sagen, ja, in dem Fall sollte man es anwenden, weil wir auch festgestellt haben, natürlich für irgendwelche total leichten Sachen, wo einfach, keine Ahnung, 3 mathematische Berechnungen drin sind, ist der Aufwand oft dann doch nicht wert. Also da nochmal genauer hinzugucken, zu sagen, wir definieren die Kriterien nochmal genauer. Ansonsten sind wir natürlich auch gerade mit AI immer mal wieder am gucken, ob wir da nochmal eine Unterstützung bekommen, weil vielleicht mit der Methodik sich die Referenzimplementierung halt auch nochmal schneller erstellen lassen könnte. Ja klar, das ist natürlich eine Möglichkeit, das noch zu optimieren. Ja, sehr spannend. Ich finde es ein interessantes Thema. Ich habe so darüber noch nie nachgedacht, über Referenzimplementierungen, aber ich finde das mal einen interessanten Gedanken. Und vor allem, dass ihr schon so lange auch Erfahrung damit habt, das zeigt ja, dass das auch was bringt, sonst hättet ihr das ja wieder sein gelassen. Ja, Stefanie, vielen lieben Dank, dass du hier im Podcast Rede und Antwort gestanden hast. Ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Ich freue mich auch. Genau. Wünsche dir alles Gute, noch viel Spaß auf der Konferenz und danke, dass du da warst. Danke dir. Danke.